Hallo, meine liebe Jungfrau und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Jungfrau, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute deinen Mai 2025 an. Was kommt auf dich zu? Welche Herausforderungen könnten dir begegnen und was ist wichtig für dich zu wissen? Liebe Jungfrau, wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Ja, liebe Jungfrau, dann würde ich sagen, starten wir doch. Liebe Jungfrau, dein Mai 2025, was ist wichtig für dich zu wissen? Liebe Jungfrau, dein Mai 2025, was ist wichtig für dich? Wir haben dreimal das Stopp. Wir haben einmal öffne dein Herz, Erweiterung und steigere deine Vitalität. Liebe Jungfrau, im Monat Mai geht es ganz stark. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es geht auch darum, dass du ehrlich bist, auch zu dir selbst und dass du dich auch getraust, deine innere Wahrheit auszusprechen und zu leben. Ich sehe vor allem, wenn du natürlich immer zum Arzt gehen, ganz, ganz wichtig, aber aus spiritueller Sicht sehe ich, falls du Probleme hast mit dem Rachen oder so ein trockener Hals oder es ist kratzig, Halsschmerzen oder du bist oft heiserig, kann es sein, dass dein innerer Ausdruck blockiert ist, also dass du eine Wahrheit lebst, die gar nicht deine ist und es vielleicht nicht merkst. Einfach als Hinweis, falls du das hast, könnte sein, dass sich jetzt das im Mai ganz stark zeigt bei einigen, dann darfst du wirklich mal in dich gehen und herausfinden, wo lebst du etwas, was du eigentlich gar nicht bist. Wo lebst du vielleicht irgendetwas nach dem Ego, oder nach der Stimme der Angst oder nach dem, was andere erwarten und nicht eigentlich nach deinem Inneren. Natürlich, denk dran, immer zum Arzt. Ich spreche einfach immer aus spiritueller Sicht. Das Thema Gesundheit ist sehr wichtig, also hier so ein bisschen Balance wahren, nicht vernachlässigen und hierbei geht es auch um mentale Gesundheit. Einfach da ein bisschen ein Auge drauf halten, falls du merkst, dass es dir nicht so gut geht, dann wirklich so ein bisschen dich auch schonen, Selbstfürsorge, nicht vergessen. Also nicht immer nur arbeiten oder immer für alle anderen da sein und dich selbst aber vergessen. Ich sehe auch, dass die Karten dich daran erinnern möchten, dass du jetzt mehr ins Empfangen gehen darfst. Also nicht immer nur geben, geben, geben und engagieren für den Arbeitgeber und immer für alle da sein, aber du selbst kommst zu kurz. Und darum öffne dein Herz. Öffne ein bisschen mehr deine Herzensenergie und lebe ein bisschen mehr nach dem Herzen. Falls du das Thema Liebe hast, kann das ein Vorbote sein, dass sich hier etwas tut, dass jemand kommen möchte. Aber dafür musst du auch bereit sein zu empfangen, oder? Liebe anzunehmen. Und falls du in einer Verbindung bist, geht es darum, dass jetzt der nächste Schritt kommen kann, dass es um die Größe geht, dass es jetzt etwas möchte sich festigen oder die nächste Ebene erreichen. Auch beruflich gesehen sehe ich, dass es darum geht, so ein bisschen mehr deinen Herzensweg auch zu gehen, dem auch ein bisschen mehr Raum zu geben und dich persönlich weiterzuentwickeln. Es geht wirklich darum, jetzt ein bisschen deinen Horizont zu erweitern und mehr aus dem Inneren vielleicht auch zu leben. Es geht wirklich um Erweiterung, um Wachstum, um persönliches Wachstum. Aber Wachstum, was aus dem Herzen kommt und nicht nur äußeres Wachstum, was ein bisschen nett auf dem Papier ausschaut, sondern persönliches Wachstum. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema, liebe Jungfrau? Liebe Jungfrau, dein Hauptthema, was dich so ein bisschen begleitet. 3 der Schwerter, ja eben, Herz liegt ganz stark da bei dir. Es kann sein, dass sich eine Art Herzschmerz ankündigt oder eine Art Sehnsucht.
Sehnsucht nach einem Ort, Sehnsucht nach einem Land, Sehnsucht nach einem Leben, was auch immer. Also ich sehe hier, zeigt sich dir eine Sehnsucht. Etwas, was wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gelebt wird oder ein bisschen unterdrückt wird oder du merkst eigentlich, dass es an der Zeit ist, dieser Sehnsucht nachzugehen. Und das ist etwas, was schön ist oder das ist eine schöne Sehnsucht. Etwas, was dich erfüllt. Und es kann sein, dass du das eben noch nicht so lebst und darum fühlt es sich so ein bisschen nach Herzschmerz vielleicht an. Im Mai kann es auch sein, falls du vor kurzem eine Enttäuschung erlebt hast, dass so ein bisschen im Mai jetzt die Zeit da ist, um das zu überwinden, um wie für dich so ein bisschen Heilung zu finden. Ja, ist ja auch, dass bei vielen geht es vielleicht auch um eine Entscheidung zwischen zwei Welten. Berufung leben oder das Leben, was andere sehen wollen. Meinem Herzensmenschen, meinen Herzensweg gehen oder der Weg gehen, der sicher ist. So ein bisschen solche Themen könnten auch hochkommen, dass du plötzlich vielleicht an einem Weg zweifelst und du merkst, dass da wie ein innerer Konflikt ist. Dann ist das immer ein Zeichen, dass du vielleicht wie ein Anteil, der noch bei dir ist, wie noch nicht lebst. Ja, hier der Teufel, du bist wie an etwas noch gebunden. Vielleicht an einen Glaubenssatz, an einer Gewohnheit oder vielleicht auch an einem Beruf, der eigentlich gar nicht zu dir gehört, oder vielleicht in einer Verbindung, die gar nicht zu dir gehört, oder hier möchte wie noch etwas mehr aus dem Herzen kommen, sehe ich. Und hier ist eine Art Zurückhaltung. Es kann auch sein, dass du dich wie noch nicht getraust, ganz stark also nach dem Herzen zu leben. Schauen wir mal, was hindert dich denn daran, dieser Sehnsucht nachzugehen, aus dem Herzen her zu leben, liebe Jungfrau. Ja, die größte Herausforderung ist für dich, dass dieser Herzensweg oder dort, wo es dich hinzieht, dass es ein komplett anderer Weg ist, dass es eine andere Richtung ist. Und eine andere Richtung heißt, dass du dich umdrehst und einen alten Weg zurücklässt. Und das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Es kann sein, dass du den bestehenden Weg schon sehr lange gegangen bist. Ist auch vielleicht eine Komfortzone geworden. Oder vielleicht hast du dort auch so ganz viel gegeben und jetzt erkennst du, dass es an der Zeit ist, eine Abzweigung zu nehmen. Aber das heißt eben, dass du etwas zurücklässt. Und das ist die größte Herausforderung. Also hier zeigt sich ein neuer Weg, der in Richtung Glück geht, in Richtung Entfaltung, aber es wird als Hindernis angezeigt. Es ist nicht so einfach. Bube der Münzen. Es kann auch sein, dass sich das erst jetzt so ein bisschen zeigt. Falls du jetzt sagst, das habe ich ja gar nicht. Kann sein, dass das auch erst jetzt so ein bisschen Thema wird. Schauen wir mal. Ach, der Kelche. Ja, Balance. Das Leben kreativer leben. Vielleicht fehlt es auch so ein bisschen an eine Art, kann ich sagen, vielleicht hast du nur einen Weg im Kopf und dieser Weg scheint dir unmöglich zu sein und es scheint so, vor allem mit der Mäßigkeit wird auch angezeigt, dass hier auch andere Wege da sind, also da liegen oder auch Kompromisse nötig sind, aber es wird eben als Hindernis angezeigt. Also hier braucht wie etwas mehr Flexibilität, Kompromisse, Balance. Also da so ein bisschen aus diesem Tunnelblick rauskommen. Schauen wir mal, was kommt sonst noch auf dich zu. Jungfrau. Achter Schwerter. 10 der Kelche. Oha. Grosse Chance. Grosse Chance für Ausbruch. Sehr grosse, wenn du dich getraust. Schauen wir mal, was kommt sonst noch? Ja, du bist richtig gefordert. Also ich sehe, hier liegt das große Glück mit 10 der Kelche. 9 der Stäbe. Aber wieder diese Zurückhaltung. Königin der Kelche. Also deine Intuition ist da.
Eigentlich fühlst du ganz genau, was das Richtige für dich ist, aber mit Achterschwert, das ist dieses Gefühl von, ich sitze in einem Käfig fest, in einem goldenen Käfig. Ein Käfig, der sich gebildet hat durch ganz klitzekleine Entscheidungen, die du im Leben getroffen hast. Und jetzt sitzt du da im Käfig. Und kann dich aber beruhigen, Achterschwert, das ist immer nur ein imaginärer Käfig, der ist nicht echt, der wurde gebildet durch Ängste und Glaubenssätze und du kannst dich daraus befreien. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen dein Thema, dich aus etwas zu befreien. Also hier kann es sein, dass du ab und zu eine Stagnation fühlst und eben vielleicht auch den Freiheitsdrang fühlst. Also wenn du das Gefühl hast oder die Sehnsucht nach Freiheit, dieses Gefühl von Fernweh, kann es eben ein Zeichen sein, dass du irgendwo in deinem Leben in einer Art Käfig sitzt, was du dir vielleicht selbst so ein bisschen erschaffen hast. Du kannst dich aber daraus befreien. Du kannst dich daraus befreien. Ganz, ganz klar, weil hier liegt 10 der Kelche, das große Glück. Das ganz, ganz große Glück. Lass mich nochmal schnell reinfühlen. Ja, du kommst, wenn du dich traust, dich diesem Thema hier zu stellen, hast du eine Chance, diese 10 der Kelche anzustreben oder zu erkennen, wo liegt das wahre Glück. Und dann kannst du es auch erlangen, aber hier liegt wieder diese Zurückhaltung. Schauen wir mal, warum 8 der Schwerter? Ja, die Stimme der Angst. Hier ist eine Stimme der Angst, die dich zurückhält. Diese 10 der Kelche zu verfolgen, anzugehen. Ich sehe aber auch, es kann sein, dass du das vielleicht schrittweise tust, vielleicht noch nicht ganz all in gehst, aber so dich so herantastet, was sehr, sehr gut ist. Und ich sehe, dass du eben versuchst, das Schwere so ein bisschen hinter dir zu lassen. Und ich habe auch das Gefühl, dass du Unterstützung bekommst. Also falls du an Schutzengel glaubst oder an Erzengel, dann kannst du wirklich auch deinen Schutzengel oder deine Geistführer rufen und um Unterstützung fragen. Ich sehe auch, dass du zweifelst, ob du diesen Weg der 10 der Kelche wirklich antreten sollst. Also hier liegt schon noch Zweifel. Darum habe ich das Gefühl, was auch immer diese 10 der Kelche ist, dass du dich eher da ein bisschen herantast, weil du bist zu kopflastig. Jemand ist sehr verkopft. Und falls du das Thema Liebe hast, könnte hier eine Chance kommen für die ganz große Liebe, aber es ist eine Art Angst da, sich darauf einzulassen. Und dann tastet man sich vielleicht so langsam, behutsam an dieses Thema, auch beruflich gesehen. Man hat sich vielleicht für einen Weg entschieden und jetzt merkt man, eigentlich möchte ich diesen Weg gehen und man tastet sich so langsam in die andere Richtung heran. Aber man kommt immer wieder an eine Schwelle heran und im Mai geht es darum, diese Schwelle zu erkennen, überwinden. Schwelle erkennen, überwinden. Geht es ganz stark darum. Was ist denn der Rat, liebe Jungfrau? Ritter der Kelche, nimm das Glück an, wenn es kommt. Ritter der Kelche ist immer der Bote der Fülle. Nimm die Fülle an, wenn etwas Schönes deinen Weg kreuzt. Darum diese Ermahnung, öffne dein Herz. Sei bereit zu empfangen. Wenn eine wunderschöne Liebe deinen Weg kreuzt, dann nimm sie an. Wenn eine Chance deinen Weg kreuzt für berufliche Fülle, dann nimm sie an. Es geht um diese innere Fülle. Was liegt im Schatten? Wo hast du zu wenig den Fokus? Wo darfst du viel, viel mehr hinschauen? Liebe Jungfrau. Sechs der Münzen. Ja, Gleichgewicht. Bisschen mehr das Gleichgewicht zwischen Kopf und Herz. Nicht nur rational handeln.
was so gut ausschaut, oder sich gut anhört. Das Herz muss auch dabei sein. Gleichgewicht. Ganz, ganz wichtig. Falls du das Thema Finanzen hast, auch dort vielleicht eher so ein bisschen das Gleichgewicht wahren. Das heißt, nicht ins Geizige reingehen, aber jetzt auch nicht Geld aus dem Fenster schmeißen, dass du dort die Mitte hast, die Balance. Ja, liebe Jungfrau, das waren deine Karten für deinen Mai 2025. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.